Technologische Errungenschaften der antiken Zivilisationen erwecken noch immer Staunen in der modernen Welt. Die außergewöhnliche Präzision früherer Bauwerke, fortschrittliche Transportsysteme sowie das astronomische Wissen unserer Vorfahren faszinieren bis heute und stellen gleichzeitig unsere bisherigen Vorstellungen von der Vergangenheit in Frage. In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer Welle archäologischer Entdeckungen, die, obwohl in der breiten Öffentlichkeit noch kaum präsent, unser Geschichtsverständnis stetig verändern. Unter diesen Entdeckungen nehmen die sumerischen Keilschrifttafeln einen besonderen Platz ein. Sie, die über Jahrtausende im Sand Mesopotamiens vergraben lagen, erwecken eine vergessene Welt zum Leben, eine Welt der Götter, Könige und Gelehrten vor der Sintflut. Sie offenbaren auch Tatsachen, die viele Dogmen, die auf Interpretationen kanonischer, religiöser Quellen beruhen, in Frage stellen. Ein Vergleich dieser alten Texte mit den Schriften der Bibel führt zu erschütternden Schlussfolgerungen. Das Henoch-Buch, die Evangelien von Nag Hammadi, das Jubileenbuch oder die Schriftrollen von Qumran enthalten Informationen, die uns dazu zwingen, die Grundlagen des westlichen Glaubenssystems neu zu überdenken. Was über Jahrhunderte als einzige offenbarte Wahrheit galt, entpuppt sich als nur ein Fragment einer weitaus älteren Erzählung. Viele dieser Texte entstanden Jahrtausende vor der Abfassung der Bibel. Sie berichten von Ereignissen, die sich lange vor der Geburt Abrahams oder Moses zutrugen. Sie sprechen von Göttern, die unter den Menschen wandelten, von Tempeln, die zu ihren Ehren errichtet wurden und von Königen, die, wie Noah, nicht nur Figuren aus Gleichnissen waren, sondern tatsächlich herrschten. Laut sumerischen Quellen war Noah bekannt als Held der Sintflut, König der Stadt Shurupak. Er beherrschte die Schrift, konnte Aufzeichnungen anfertigen und hinterließ Zeugnisse jener Zeit. Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, soll ihn persönlich aufgesucht haben, um über Herrschaft und Schicksal zu sprechen. Abraham, der Patriarch der 3 Religionen, stammte ebenfalls aus dieser Region. Er wurde in Ur, im Herzen Sumerus geboren, etwa 1433 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Sein Vater war Priester und Handwerker und Abraham selbst, ursprünglich Abram genannt, änderte seinen Namen erst nach dem Bund mit Gott. Die biblischen Aufzeichnungen bestätigen diese Ereignisse. Im Buch Genesis hören wir den Ruf: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Abram machte sich aus Haran auf den Weg nach Kanaan, diesem Ruf folgend. Doch entscheidend bleibt, dass sein Weg in Ur begann, einer sumerischen Stadt, deren Tempel den Göttern aus den mesopotamischen Mythen geweiht waren. Einer dieser Götter war genau jener, den Abraham als seinen Herrn bezeichnete. In Sumer trug er einen anderen Namen, doch wurde er mit derselben Ehrfurcht verehrt und mit denselben Attributen bedacht. Keilschrifttafeln aus Ur, Sippar und Ninive erwähnen ihn und seine göttlichen Geschwister, die ebenfalls in der gesamten Region verehrt wurden. Darüber hinaus enthalten auch andere antike Texte wie Atrahasis, Enuma Elish und das Gilgamesch-Epos Hinweise auf dieses Wesen. Wir finden darin das Echo derselben Präsenz, desselben Wesens, das später zur zentralen Figur der Bibel wurde. Dies weist auf eine Kontinuität des Glaubens und der Spiritualität hin, deren Wurzeln weitaus tiefer reichen als bisher angenommen. Es sei daran erinnert, dass im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung das Konzil von Nicäa nicht nur die endgültige Gestalt der Bibel festlegte. Es wurde auch beschlossen, archäologische Forschungen einer strengen Kontrolle zu unterwerfen, insbesondere durch die damaligen kirchlichen Führer. Von diesem Moment an wurden nur noch solche Expeditionen unterstützt, die die kanonische Geschichtsversion zu bestätigen vermochten. Und dennoch, trotz Einschränkungen und gezielter Zensur, gelang es vielen unabhängigen Wahrheitssuchern, der Vergangenheit ihre Geheimnisse zu entreißen. Verborgene Kodizes, verbotene Schriftrollen, keilbeschriebene Tafeln, all diese erzählen eine Geschichte, die erst heute in vollem Umfang gehört werden kann. Das 19. Jahrhundert ging nicht nur als Zeitalter der Industrialisierung in die Geschichte ein, sondern auch als Zeit außergewöhnlicher Entdeckungen, die unser Verständnis der Vergangenheit grundlegend veränderten. Einer dieser Pioniere war Sir Henry Rawlinson, ein Mann, der Jahre seines Lebens opferte, um die in den steinernen Wänden des antiken Irans verborgenen Geheimnisse zu entschlüsseln. Im Jahre 1835 entdeckte er an der Felswand von Behistun, 520 Meter über dem Wüstenniveau, eine Inschrift, die auf Befehl des großen persischen Königs Darius I. Rawlinson kopierte und übersetzte diese Inschriften nicht nur, sondern stellte sie auch der Welt zur Verfügung, indem er sie dem Britischen Museum übergab. Dank seiner Arbeit wurde es möglich, Altpersisch, Elamisch und Akkadisch zu entziffern.
was den Weg zur Wiederentdeckung der unter dem Wüstensand des heutigen Irak begrabenen Städte Mesopotamiens ebnete. Mit der Vertiefung der Forschungen über die alten Texte der Ägypter, Sumerer und frühen christlichen Autoren begannen Fragen aufzutauchen, die zuvor gar nicht gestellt werden konnten. Alte Tatsachen erschienen in neuem Licht, oft erstaunlicher als die kühnsten Mythen. Von Ninive bis Eridu, die ältesten Städte Mesopotamiens, enthüllten den Archäologen Geheimnisse, die in Ton und Stein eingeschrieben waren. Das Hervorbringen dieser Informationen wäre ohne das Opfer der ersten Forscher nicht möglich gewesen, Menschen, die unter Lebensgefahr jedes Stück der Vergangenheit dokumentierten. Dank ihrer Arbeit können wir heute einen Blick auf Texte werfen, die einst zur Entstehung des Buches Genesis inspirierten, dem Fundament der westlichen Zivilisation, und die Frage stellen, war ihr Inhalt ein zuverlässiges Abbild der Geschichte oder nur die Version der Sieger? Die Geschichte lehrt, dass schriftliche Texte stets von den Siegern verfasst wurden und dass die Wahrheit oft unbequem war, also gelöscht, zensiert oder unter einer Schicht von Metaphern verborgen wurde. Viele Zeugnisse wurden vernichtet, man meißelte Namen von Göttern in Stein, nur um sie später auszuradieren. Titel wurden verändert, Namen rivalisierender Gottheiten vermischt, manchmal gar austauschbare Bezeichnungen verwendet, um die Identität alter Kräfte zu verschleiern. Angesichts dieser Manipulation lastete die Verantwortung für die Weitergabe der Wahrheit auf den Schultern von Priestern und Schreibern, den einzigen, die lesen und schreiben konnten. Der Großteil der Bevölkerung war Analphabet, sodass die Kontrolle über den Inhalt bei einer kleinen Elite lag. Sie entschied, was erinnert und was vergessen werden sollte. Daher wurden Schriften wie das Buch Henoch, das Augenzeugenberichte enthielt, über Jahrtausende vor der Welt verborgen. Erst im 19. Jahrhundert, mit dem Aufschwung der Archäologie, begann die große Enthüllung der Vergangenheit. Unter dem Sand an den Ufern von Euphrat und Tigris wurden Tontafeln mit Keilschrift entdeckt. Einige von ihnen erwiesen sich als tausende Jahre älter als die Bibel. Bis heute wurden Zehntausende gebrannter Tafeln gefunden. So viele, dass eigens digitale Programme entwickelt werden mussten, um sie zu klassifizieren und zu verstehen. Ein Großteil dieser Tafeln befindet sich heute in Museen in London, Paris und Berlin. Die Tafeln aus Städten wie Uruk, in der Bibel bekannt als Erech, enthielten sowohl alltägliche Dokumente, Heiratsverträge, Handelsabkommen, als auch detaillierte Aufzeichnungen von Geburten, Todesfällen und gesellschaftlichen Ereignissen. Ihr Wert liegt darin, dass sie nicht zensiert waren. Sie stellen eine ungefilterte Aufzeichnung der Epoche dar. Im Vergleich mit den von damaligen Herrschern verfassten Versionen der Ereignisse erhalten wir ein wesentlich realistischeres Bild der tatsächlichen Geschichte. Eines der eindrucksvollsten Beispiele ist die Beschreibung von Noahs Geburt im Buch Henoch. Diese Geburt war so außergewöhnlich, dass Noahs Vater, Lamech, Zweifel an der Herkunft seines eigenen Sohnes hegte. In der altbabylonischen Version war sein Vater nicht Lamech, sondern einer der mesopotamischen Götter, der ihn letztlich auch vor der Flut rettete. Dasselbe Motiv findet sich in der sumerischen Version, eine Gottheit spricht das Haus Ziusudras, also Noahs, an und warnt ihn vor der kommenden Katastrophe. Die Bibel erzählt dieselbe Geschichte, jedoch ohne viele wesentliche Details, die im sumerischen Original enthalten sind. Die Analyse genealogischer Bücher, Geburts- und Sterberegister sowie Listen der in Tempeln verehrten Gottheiten führt zu einem beunruhigenden Schluss: Wir haben es mit einer gewaltigen kulturellen Verfälschung zu tun. So gewaltig, dass, sollte sie vollständig aufgedeckt und verstanden werden, sämtliche bisherigen religiösen Systeme neu bewertet werden müssten. Tatsächlich, vielleicht geschieht genau das bereits. Wer war Jahwe? Diese Frage beschäftigt seit Jahrhunderten Philosophen, Theologen und Althistoriker. Für viele Menschen im Westen scheint die Antwort offensichtlich: Ich bin, der ich bin, wie es im Buch Exodus heißt. Doch die in Mesopotamien gefundenen Tontafeln werfen ein völlig neues Licht auf diese Gestalt. Laut sumerischen Quellen war Jahwe in Wirklichkeit unter dem Namen Enlil bekannt, eine lokale Gottheit der Stadt Ur. Enlil war nicht der einzige des Pantheons, der in zahlreichen Texten auftaucht. In Inschriften aus Sumer, Assyrien, Akkad und Babylonien erwähnt, verehrt in den Tempeln von Ninive, Assur und Ur, gehörte Enlil zur Gruppe von Wesen, die als Anunnaki bezeichnet wurden, Götter, die nicht allein handelten. Zusammen mit seinem Bruder Enki und seinen Kindern, Nanna, dem Mondgott, und Inanna, Ishtar, bildete er eine göttliche Dynastie, die in der gesamten Region verehrt wurde. Gerade sie erscheinen in den Texten als diejenigen, die den Menschen erschufen. In der Bibel, im Buch Genesis 1,20,6, steht der geheimnisvolle Satz: Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Der Gebrauch des Plurals unser, uns
war über Jahrhunderte Gegenstand vieler Spekulationen. Doch der Atrahasis-Text, entstanden 1700 Jahre vor der biblischen Genesis, erklärt dies eindeutig. Die Erschaffung des Menschen war das Werk von Enlil, Jahwe, Enki, Adonai und ihrer Schwester Ninhasag, die in einem afrikanischen Labor ein genetisches Projekt zur Erschaffung einer neuen Rasse, Homo sapiens, durchführten. Die Tafeln beschreiben detailliert die Laborversuche, deren Höhepunkt ein Wesen namens Adam war, der Archetyp des Menschen. Diese Beschreibung ist so technisch und präzise, dass selbst die heutige Wissenschaft das Wissen, über das die Verfasser dieser 5000 Jahre alten Dokumente verfügten, nicht ignorieren kann. Im Lichte dieser Aufzeichnungen erhält die Geschichte der Menschenschöpfung eine neue, tiefere Bedeutung. Doch das ist nicht alles. Gestalten wie Utanapishtim, das biblische Pendant zu Noah, tauchen in diesen Überlieferungen ebenfalls als Zeugen der großen Flut auf. Die sumerischen Versionen berichten, dass er 600 Jahre alt war und dass sein Überleben das Ergebnis einer göttlichen Warnung war, genau wie im Buch Genesis. Darüber hinaus traten göttliche Namen in vielen Erscheinungsformen auf. So war zum Beispiel Sin, der Mondgott aus späteren akkadischen Mythen, auch unter dem Namen Nanna in Ur und Haran bekannt. Und sein Symbol, der Halbmond, wurde ebenfalls von seiner Schwester Inanna getragen, die als Ishtar verehrt wurde. Das führt zu einer noch erstaunlicheren Verbindung zwischen den mesopotamischen Göttern und den dynastischen Herrschern des alten Ägypten. Laut dem griechischen Historiker Herodot gliederte sich die ägyptische Zivilisation in 3 Hauptperioden. Doch der in der Ptolemäerzeit tätige Priester Manetho erweiterte diese Einteilung um eine 4. Ära, in der, wie er behauptete, ausschließlich Götter herrschten. Laut Manetho regierten die göttlichen Herrscher Ägyptens für 12.300 Jahre. Ihre Herrschaft begann mit den 7 wichtigsten Gestalten, die heute als die erste göttliche Dynastie Ägyptens gelten. Ptah 9000, Ra 1000, Shu 700, Geb 500, Osiris 450, Seth 350, Horus 300. Solche Zahlen erscheinen aus Sicht der modernen Chronologie unrealistisch, doch in der ägyptischen und sumerischen Tradition wurden sie nicht als Metapher verstanden. Sie waren Teil einer kohärenten Kosmologie und Weltgeschichte. Die Herrschaft der Götter sollte real gewesen sein, gemessen in Jahrtausenden, nicht in Generationen. Es sind außergewöhnliche Zahlen, doch es ergibt sich ein überraschender Zufall. Genau im Jahr 3760 Jahre vor unserer Zeitrechnung erhielt Enki, der Gott der Stadt Eridu, laut den Überlieferungen von seinem Vater Anu, die Oberherrschaft über das Gebiet Ägyptens und Afrikas. Bemerkenswert ist, der jüdische Kalender, dessen Ursprünge auf das sumerische Nippur zurückgehen, beginnt ebenfalls im Jahr 3760 vor unserer Zeitrechnung. Für die Alten war das kein Zufall, es war ein Zeichen göttlicher Intervention. Manetho behauptete außerdem, dass die zweite ägyptische Dynastie 12 Götter umfasste, die 1570 Jahre herrschten, worauf eine Ära von 30 Halbgöttern folgte, deren Herrschaft 3650 Jahre dauerte. Erst danach begann die uns bekannte Dynastie der Pharaonen, beginnend um das Jahr 3100 vor unserer Zeitrechnung, mit Sitz in Men-Nefer, den Griechen bekannt als Memphis. Es entsteht das Bild einer Zivilisation, gelenkt von hochentwickelten Wesen, halb göttlich, fähig zu genetischen Experimenten und zur Gestaltung der Menschheitsgeschichte, lange bevor wir begannen, sie in der heute bekannten Form als Bibel aufzuschreiben. Verständnis darüber, wer die alten Götter Mesopotamiens waren, führt uns tief hinein in einen der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Bereiche der Menschheitsgeschichte. Ihre Identitäten, verborgen unter Schichten von Mythologie, Verschweigen und religiösen Verzerrungen, treten langsam aus dem Vergessen hervor. Die sumerische Königsliste wirft erstes Licht auf diese Thematik. Sie beschreibt Herrscher, die über Zeiträume von mehreren tausend Jahren regiert haben sollen, einige sogar über 28.000 Jahre. Das sind unvorstellbare Zahlen, wenn man sich an heutige historische Maßstäbe hält. Und doch enthalten dieselben Tontafeln, die uns diese Daten überliefern, auch Informationen darüber, dass die gesamte sumerische Zivilisation von den Göttern übergeben wurde, die in den damaligen Tempeln verehrt wurden. Diese Götter besaßen ein Wissen, das weit über die Möglichkeiten ihrer Epoche hinausging. Sie verstanden die Kugelgestalt der Erde, kannten die Umlaufbahn unseres Planeten, die Präzession der Tag- und Nachtgleichen und eine hochkomplexe Himmelsgeometrie. Während man sich im europäischen Mittelalter noch darüber stritt, ob die Erde flach sei, entwickelten die Völker Mesopotamiens seit Jahrtausenden Mathematik,
Metallurgie, Rechtssysteme und erste technologische Errungenschaften. Eine der zentralen Figuren dieses Pantheons war die Göttin Inanna, in Ägypten bekannt als Hathor. Ihr Kult erstreckte sich von Mesopotamien bis zu den Tempeln Ägyptens und ihr Name ist in die Wände der Tempelanlage von Serabit el-Khadim eingraviert, einem Ort, der von vielen als biblischer Berg Sinai angesehen wird. Dort wurde der Gott Nana-Sin verehrt, weithin bekannt als Mondgott, dessen Symbol der Halbmond war, ein Zeichen, das bis in den heutigen Islam überdauert hat und heute auf Flaggen und Moscheen vieler Länder zu sehen ist. Nach sumerischer Genealogie war Nana-Sin der Sohn Enlils und der Bruder Inannas. Sein Kult umfasste Regionen vom Süden des Iraks bis hin zu Iran, Türkei und Syrien. Mehr noch, sogar die Kaaba in Mekka, das heilige Zentrum des Islams, war ursprünglich dem Mondgott geweiht, der dort den Namen Allah trug. War Nana-Sin also derjenige, dem Mohammed in der Wüste begegnete? Ist der mythologische Allah in Wirklichkeit ein alter Gott der Sumerer? Gerade in solchen Momenten der Geschichte verwandeln sich Namen. Enlil, verehrt in Ur und bekannt den Patriarchen wie Abraham, wurde im Laufe der Zeit zu El Shaddai und schließlich zu Jehova. Derselbe Enlil war ein Sturmgott, heftig, zornig, herrisch. In den Klageliedern über Ur wurde er als Gott der Rache beschrieben, was dem Bild Gottes im Alten Testament perfekt entspricht. In anderen Regionen hingegen wurden Götter von völlig anderem Wesen verehrt. Enki, in Persien bekannt als Ahura Mazda, war ein Gott des Lichts, des Wissens und allen Guten. Doch als im Jahre 633 vor unserer Zeitrechnung die Araber Persepolis eroberten und im Jahre 644 vor unserer Zeitrechnung das Sassanidenreich fiel, wurde Ahura Mazda durch Allah verdrängt, der, wie wir gesehen haben, identisch mit Nana gewesen sein könnte. Die Praxis, Götter unter einem gemeinsamen Namen zu vereinen, war in Ägypten und Sumer weit verbreitet. Namen wurden verändert, Kulte vereinfacht, fremde Traditionen assimiliert, alles im Dienste der Festigung religiöser und politischer Macht. Das Verständnis, dass eine Gottheit je nach Region und Sprache unterschiedliche Namen tragen konnte, eröffnet einen völlig neuen Einblick in das Funktionieren antiker Religionen. All dies führt zu einer überraschenden Schlussfolgerung. Viele moderne Religionen, Judentum, Christentum, Islam, könnten gemeinsame Wurzeln in der sumerischen Tradition der Götter des Himmels und der Erde haben. Ihr Wettstreit hat in Texten, in Ikonographie, in heiligen Städten und in Konflikten überlebt. Ein Blick auf den Nahen Osten genügt. Das Gebiet rund um den Berg Megiddo, nur 24 Kilometer von der israelischen Stadt Haifa entfernt, ist noch immer Schauplatz religiöser Auseinandersetzungen, jüdischer, christlicher und islamischer. Aber sind diese Konflikte nicht lediglich eine Fortsetzung des ewigen Kampfes zwischen den Anhängern Enlils, Jahwe und Enkis, Poseidon? Sind die Kriege im Irak, in Syrien, Iran und Israel nicht ein Echo jener alten Streitigkeiten um die Herrschaft über die Erde? Das sind Fragen, die man nicht länger ignorieren kann. War Jesus, von den Juden als Messias abgelehnt, ein Nachkomme Enkis und somit ein Rivale Jehovas? Setzen heutige Supermächte die Pläne von Göttern fort, die vor Jahrtausenden lebten? Antworten darauf werden wir in dieser Serie über die Anunnaki weitersuchen. Ich lade euch ein, den Kanal zu abonnieren und Kommentare zu hinterlassen, die ich gerne beantworte. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.